Wir reden heute über das beliebteste Parfum der ganzen Welt, nämlich den Creed Aventus. Was macht ihn besonders, wie riecht er und warum möchte ihn jeder haben? Außerdem hast du am Ende noch die Chance, eine Probe davon zu gewinnen. Also bleib dran! Warum also ist es so, dass der Creed Aventus der beliebteste Duft der ganzen Welt ist? In meinen Augen hat der Erfolg von dem Creed Aventus 3 Faktoren. Das erste ist das Unternehmen Creed selber. Wir haben hier ein Dufthaus, das unheimlich jung, unheimlich modern, unheimlich am Zeitgeist geblieben ist. Obwohl das Unternehmen schon seit Jahrzehnten, Jahrhunderten von Generation zu Generation immer wieder weitervererbt wird. Creed ist eines der unheimlich ältesten Dufthäuser auf dem ganzen Markt. Ihr findet kaum Dufthäuser, die älter sind, die länger Bestand haben. Trotzdem sind die Düfte von Creed immer modern, packen immer den Zeitgeist an und sind deswegen immer beliebt. Das zweite ist der Duft selber. Wir haben hier einen sehr modernen, sehr jungen, sehr zitrigen Duft, sehr einzigartig. Die Komposition von dem Duft ist wirklich, wirklich schön. Jeder, der ihn riecht, mag ihn eigentlich. Ich habe noch nie jemanden getroffen, der ihn nicht mag. Obwohl er eben nicht ein Duft ist, obwohl er in einem Dufthaus ist, das eben normal nicht für den Massenmarkt produziert, haben wir hier wirklich einen Duft, der unheimlich massentauglich ist, der unheimlich schön riecht und einfach so was Neues geschaffen hat, so eine zitrige, sehr ananasartige, das Verbrannte da drin, diese Birke da drin, das ist wirklich was Besonderes, das gab es davon nicht und der Creed Aventus hat dem wirklich den Markt geebnet. Und das dritte, und das dürft ihr nicht unterschätzen, das sind die Komplimente, die ihr mit dem Duft bekommen werdet. Der projiziert unheimlich stark und hat diesen einzigartigen Duftcharakter, dieses wirklich sehr schön süße, zitrige, holzige, was man wirklich nur mögen kann. Wir fangen direkt beim Flakon des Creed Aventus an. Wir haben hier einen sehr hochwertig, sehr simplen, aber auch schönen Flakon verarbeitet. Das Ganze besteht natürlich aus Glas. Wir haben unten nochmal einen etwas breiteren Fuß unten drunter. Oben drüber der ganze Flakon ist relativ dünn gehalten, relativ schmal, haben ein schwarzes Band drum. Das läuft einmal komplett drum. Fühlt sich so ein bisschen ledern an. Also klar, man merkt auf jeden Fall, dass das Plastik ist, gar keine Frage. Fühlt sich aber wirklich sehr hochwertig, sehr ledrig an. Natürlich dann nochmal das Creed-Logo eingestanzt hier mit Farbe überzogen und vorne den Reiter mit dem Creed Aventus drauf. Auf der Rückseite haben wir auch noch Informationen darüber, was das für ein Duft ist. In dem Fall hier in Französisch haben nochmal Informationen zu Creed Unternehmen und unten drunter nochmal die Fertigungsnummer sowie wo es gefertigt wurde. Wenn wir nun zum Duft selber kommen, muss ich erstmal die 3 Hauptkopfnoten in den Mittelgrund stellen. Das ist auf der einen Seite die Ananas, als zweites die Bergamott und als drittes die Birke. Wir haben hier einen sehr frischen Duft, einen sehr zitrigen Duft. Das erste, was ihr bei dem riechen werdet, das kommt immer so ein bisschen drauf an, welches Flakon, welche Generation, welche Reformulation ihr von dem Duft habt. Der riecht immer ein bisschen anders. Aber das erste, was ihr in die Nase bekommt, ist erstmal so was Rauchiges, gepaart mit was sehr Zitrigem. Hinten dran kommt noch so eine Ananas durch. Das macht diesen Duft auch sehr einzigartig. Es gibt sehr, sehr wenige Düfte, die diese Ananasnote so präsent in den Mittelgrund packen, wie der Creed Aventus. Und damit kommen wir direkt zum nächsten Punkt. Wir haben im Creed Aventus unheimlich hochwertig verarbeitete Materialien. Creed ist ja allgemein ein Haus, das sehr viel Wert drauf legt, hochwertig zu produzieren, eben nicht in hohen Chargen, sondern eben eher qualitativ hochwertig. Und das merkt man am Creed Aventus auch ganz besonders. Wir haben hier auf der einen Seite natürlich eben diese Bergamott, diese Ananas, die ihr in keinem anderen Duft genauso riechen werdet. Das sind einfach sehr schöne, echte Duftnoten, die da drin sind. Das Ganze ist was sehr, sehr Frisches. Ist unheimlich schön zu riechen und ist damit auch ziemlich einzigartig auf dem Markt. Der Creed Aventus hat nicht ohne Grund diesen Charakter des sehr jungen, sehr modernen Duftes. Wir haben hier wie in vielen, vielen modernen Düften auch Ambroxan drin. Hier sogar in der natürlichen Form des Ambras. Normal kennt ihr das vom Dior Sauvage zum Beispiel oder vom Eros von Versace. Da haben wir Ambroxan drin. Das ist diese sehr, sehr schwere, aber auch gleichermaßen irgendwie leichte, sehr luftige Note im Hintergrund, die dem Ganzen eben diesen Boden gibt. Das haben wir hier als Naturstoff drin. In meinen Augen wird das hier ganz besonders durch so eine Gin-artige, leicht alkoholische Note verkörpert. Wirkt sehr, sehr schön, riecht man sehr selten, eben weil Ambra ein sehr hochwertiger Stoff ist, der nicht in vielen Parfums vorkommt. Wir haben aber schon lange genug über den Creed Aventus gesprochen. Also wie sieht's aus? Wie riecht der Creed Aventus auf unserer Haut? Ja, das erste, was wir so ein bisschen entgegenbekommen, ist eine Ambra-Note. Das ist erstmal dieses Alkoholische, was ich eben angesprochen habe. Ja, die Ananas ist deutlich im Hintergrund. Wir haben besonders eben diese zitronige, bergamottige Note im Vordergrund. Das Ganze wirkt jetzt nicht so spritzig zitronig, sondern eher so ein bisschen abgerundet. Ich will nicht sagen cremig, aber doch ein bisschen abgerundeter, ein bisschen zurückhaltender, eher im Hintergrund. Ja, wenn wir jetzt länger an dem Duft riechen, merken wir so ein bisschen, dass da sehr trockene Früchte im Hintergrund sind. Der Creed Aventus ist auf jeden Fall auch ein sehr fruchtig, frischer Duft. Keine Frage. Trotzdem hat er am Anfang doch eher so ein bisschen trockene Frische, hat eher was
ich sag mal eben diese Früchte, als würden sie schon einen Tag da liegen, als würden sie immer noch sehr, sehr gut riechen, aber so ein bisschen zurückgenommener, die Süße ist eher im Hintergrund und die kommt dann eher so mit der Zeit hervor. Ich verliere mich auch gerade so ein bisschen im Riechen, im Duft. Ich finde diesen Duft unheimlich schön. Das Besondere an ihm ist, er entwickelt sich während der ganzen Projektion einfach immer weiter. Wir haben am Anfang eben dieses eher trockene, eher sehr hart fruchtige, was dann übergeht in diese fruchtige, sehr frische, immer zitroniger, immer frischer werdende Note. Wir haben dieses rauchige, was am Anfang doch sehr, sehr stark ist, dann immer so ein bisschen mehr zurückgehen. Wir haben das einfach so einen interessanten Verlauf des ganzen Duftes und deswegen ist es auch so schön, diesen Duft den ganzen Tag an sich selber zu riechen, weil er riecht immer irgendwie so ein bisschen anders. Ja, der Creed Aventus ist echt ein Duft und das ist auch das Schöne bei ihm, er hat eine unheimlich lange Haltbarkeit. Wir haben hier auf meiner Haut 8-10 Stunden gar keine Probleme. Mich erinnert der Creed Aventus immer an eine sehr heimliche Situation. So wenn ich am Lagerfeuer sitze, in der einen Hand einen Gin Tonic habe, auf dem Feuer ganz viel Obst liegt, auch viel Ananas. Das wirkt einfach sehr fruchtig, sehr lagerfeuerig. Das ist eine sehr angenehme Situation. Ich glaube, genau das Bild wollte Creed mit dem Duft erzeugen, nämlich eine sehr heimliche Situation, in der sich wirklich, wirklich jeder wohlfühlt, die man immer gerne riecht und die man immer mit positiven Assoziationen verbindet. Ich trage den Creed Aventus unheimlich gerne. Für viele stellt sich aber natürlich die Frage, lohnt sich es, den Creed Aventus zu kaufen? Ich meine, der kostet, ihr wisst es ja, irgendwas 300 € plus minus ein bisschen was. Das ändert sich immer so ein bisschen, je nachdem. Die letzten Jahre sind die Preise immer weiter nach oben gegangen. Wir haben aber, ich glaube, 200 € gestartet, so 2012 um den Dreh. Sind jetzt immer teurer geworden, der Creed Aventus wird immer teurer und deswegen stellt sich wirklich die Frage, lohnt es sich den Duft auch noch heute zu kaufen für roundabout 300 €? In meinen Augen, ganz ehrlich, ja, das lohnt sich. Ich finde den Creed Aventus einen unheimlich schönen Duft. Der bringt mir immer, wenn ich ihn trage, Komplimente. Ich habe noch nie den Duft getragen, ohne dass mich jemand angesprochen hat, was ich da für einen Duft trage. Die meisten kennen Boss Bottle, die meisten kennen im Büro auch Dior Sauvage oder irgendeinen Chanel-Duft. Die sind auch toll, gar keine Frage. Aber sowas wie ein Creed Aventus, das kennen die meisten Leute nicht. Wenn die das riechen, sind die erstmal überrascht, was du da trägst, weil es einfach gut riecht. Das riecht nicht wie ein 0815 Parfum, das riecht nicht irgendwie was von der Stange, das riecht wirklich besonders. Das macht eben diesen Nischencharakter aus. Und in meinen Augen lohnt sich das. Das, was du mit einem Parfum möchtest, sind Komplimente. Was du mit einem Parfum möchtest, ist dir einen Gefallen tun und deiner Umwelt einen Gefallen tun. Und jetzt kommen wir zum spannendsten Part, nämlich wie du eine Probe des Creed Aventus gewinnen kannst. Um teilzunehmen, musst du Abonnent meines Kanals sein, das Video liken und in die Kommentare schreiben, was dir besonders an Creed Aventus gefällt. Außerdem möchte ich von dir wissen, ob du den schon mal gerochen hast oder ob das für dich wirklich das allererste Mal wäre, den Creed Aventus zu riechen. Ich freue mich unheimlich auf deinen Kommentar und deine Meinung zum Creed Aventus zu lesen. Danke fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal.